Ihr seid im Wohnwagen auf dem Campingplatz irgendwo in den Niederlanden. Keine Lust zu kochen. Pizza zum Auftauen? Oh. Und Pommes hatten wir gestern. Dann macht's wie die Niederländer. Geht zum Afhaal-Chines oder etwas schicker gesagt ins Chines-Indis Restaurant. Wer jetzt denkt, ach so ein China-Restaurant wie in Wuppertal? Nein, nicht ganz. Es ist nicht chinesisch, nicht indisch, sondern typisch niederländisch. Vor etwa 100 Jahren kamen Chinesen in die Niederlande. Die arbeiteten meist im Hafen und wollten Restaurants, in denen sie Essen bekamen, wie sie es gewohnt waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg passierte Folgendes. Es kamen Zehntausende von Menschen aus Asien in die Niederlande. Die waren aus der alten Kolonie Niederländisch-Indien. Nicht zu verwechseln mit Britisch-Indien, also nicht das Land vom Taj Mahal, sondern das Gebiet, das wir heute als Indonesien kennen. Manche der Neuankömmlinge hatten Vorfahren aus China, da war also schon ein chinesischer Einfluss. Und in den chinesischen Restaurants in Rotterdam oder Amsterdam dachte man sich, wollen wir mal sehen, was denen schmeckt. Sie stellten indonesische Köchinnen ein, erweiterten die Speisekarte und passten die Gerichte so an, dass es auch den Niederländern gefiel. Und so entstand eine neue Küche. Nicht indonesisch, das ist nochmal was anderes und hier auch eher selten, sondern Chines-Indis. Chines-Indis. Und was gibt es da? Babi Panggang, knuspriges Schweinefleisch in roter, süß-saurer Soße. Satay Ayam, Hühnerspieße mit Erdnusssoße. Gado-Gado, Gemüse mit, na klar, Erdnusssoße. Nasi Goreng, gebratener Reis mit Schinken, Ei und Lauch. Phu Yong Hai, ein Omelett mit Gemüse in süß-saurer Tomatensoße. Sambal Boontjes, grüne Bohnen in scharfem Sambal. Sambal ist eine Chili-Pfeffersoße, die es auch in jedem Supermarkt im Glas gibt. Man dosiere sie mit Bedacht. Was gibt es sonst noch? Mein Kanal über die Niederlande. Schaut doch mal, was ihr hier findet, über die niederländische Sprache zum Beispiel. Und, habt ihr schon abonniert? Bevor ich noch einen Geheimtipp loswerde, eben ein Realitätscheck. Die Zahl der chinesisch-indischen Restaurants geht in letzter Zeit zurück, denn das Essen entspricht natürlich nicht dem, was gerade junge Leute von der asiatischen Küche erwarten. Es ist ziemlich fett und enthält Geschmacksverstärker. Also, je mehr Gemüse in einem Gericht ist, desto besser. Außerdem, viele Betreiber schuften sehr hart und ihre Kinder wollen den Laden später nicht übernehmen. Übrigens erleben sie auch Rassismus, wenn ihnen auf der Straße hinterhergerufen wird, Sambal Bay. Und es ist leider auch so, es gibt hervorragende Köchinnen in solchen Restaurants, die liefern höchste Qualität, aber die können niemals dieselben Preise verlangen wie in einem japanischen Restaurant, weil die Kunden das für Chinesisch-Indisch nicht ausgeben würden. Aber das chinesisch-indische Restaurant ist so besonders, dass es auf einer Liste steht. Immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Das ist lebendiges Kulturerbe, bei dem es um Handlungen geht. Und in Arnheim könnt ihr sogar ein Chines-Indis Restaurant besuchen, wie es um 1960 ausgesehen hat. Das steht dort im Freilichtmuseum und das Freilichtmuseum ist sowieso immer einen Ausflug wert. War das schon mein Geheimtipp? Na, egal, geheim ist ja sowieso nichts. Also, viele Restaurants bieten ein Menü an, das sich wöchentlich oder monatlich ändert. Ja, obwohl in Wirklichkeit sind das immer dieselben beliebten Klassiker. Mehrere Gerichte, in Plastikschalen verpackt, warm, gut verschlossen, für 4 Personen. Ja, 5 oder 6, die würden auch satt werden. Perfekt für einen Abend im Ferienhaus oder im Caravan. Man stellt alles auf den Tisch, jede nimmt sich, was sie mag. Ideal zum Ausprobieren. Beste Menschen, danke für eure Zeit. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr mir gerade zugeschaut habt. Viel Spaß mit den Niederlanden und tot ziens.